Moin, ich bin Nils von SLS und heute zeigen wir euch, wie wir an unserem R107 den dreiteiligen Heckzierstab tauschen. Nicht selten sieht das Erscheinungsbild älterer Fahrzeuge an den Chromteilen so aus wie dieses. Ziemlich pickelig und auch schon hier leicht abgeblättert. Jetzt ist die Frage, neu verchromen lassen, aufarbeiten lassen oder eventuell ersetzen durch ein Neuteil. Viele Verchromer lehnen so eine Behandlung schon mal ab, weil der Aufwand dafür enorm hoch ist und viele Kunden dafür auch nicht bereit sind, das zu bezahlen. In unserem Fall werden wir jetzt diesen Zierstab komplett in allen drei Teilen einmal durchtauschen. Ich beginne damit, die Einfassschienen rechts und links zu lösen und den Teppich dann ein Stück beiseite zu ziehen, damit man an die Rückseite rankommt. Als nächstes trenne ich die Zuleitung zu den Kennzeichenleuchten. Die sitzen hier in der rechten Rückleuchte. Im nächsten Schritt schraube ich jetzt die Schlossfalte ab. Dahinter sitzt dann der Zugang zum Schließzylinder und die Verbindung zur Zentralverriegelung. Jetzt kann ich die Betätigung von der Zentralverriegelung abnehmen und jetzt ist der Zierstab soweit frei, dass wir ihn abschrauben können. Ich fange an, den Zierstab in der Mitte als erstes abzuschrauben. Für den Wiedereinbau löse ich jetzt hier die Heckdeckeldichtung, damit wir dann die Unterlage für den Zierstab hier besser aufgelegt bekommen. Während der langen Bauzeit der R107 Baureihe gab es 3 verschiedene Versionen Schließzylinder. Wir haben hier die 3 Generationen einmal ausgebreitet. Hier die Generation 1 im abgebeizten Zustand, die Generation 2 und die Generation 3. Sie unterscheiden sich in dem Bohrungsdurchmesser, Generation 1 21 mm, Generation 2 22 mm und Generation 3 23 mm. Wer sich nicht ganz sicher ist, welche Schlossgeneration er an seinem Fahrzeug vorfindet, kann die Schlüssel ausmessen. Wir haben bei der Generation 1 eine Dicke von 2,1 und eine Breite von 7,4. Bei der Generation 2 eine Dicke von 3,0 und eine Breite von 6,5 und bei der Generation 3 eine Dicke von 3,0 und eine Breite von 7,8. Hier habe ich jetzt einmal ausgebreitet, was wir alles verbauen wollen. Das ist wahlweise im Set oder einzeln erhältlich bei uns im Shop. Wir können das einmal kurz durchgehen. Das ist natürlich die 3 Zierstabteile, die Unterlage dazu. Das ist der Kabelstrang für die Kennzeichenbeleuchtung. Die Kennzeichenbeleuchtung mit der Streuscheibe, der Dichtung, dem Befestigungsmaterial und das Anbaumaterial für die Zierstäbe. Das Einzige, was nicht verfügbar ist, ist der Schließzylinder selbst. Der muss dann vom bestehenden Fahrzeug genommen werden. Ich habe hier 2 unterschiedliche Kabelsätze für die Kennzeichenbeleuchtung. Man kann sehen, dass der eine ein zweipoliger ist mit Rundpolanschlüssen. Das ist bis 1985. Mit Einführung des Lampenkontrollgeräts kam dann dieser etwas modernere Stecker mit 3 Adern. Das heißt, rechts und links der Kennzeichenbeleuchtung und Masse sind angeschlossen. Und da solltet ihr beim Einbau an eurem Fahrzeug darauf achten. Hier habe ich jetzt noch mal ein paar Sofiten-Versionen bereitgelegt, um mal zu zeigen, wo die Unterschiede liegen. Das, was wir hier verwenden müssen, das ist hier auch eingeprägt, steht 5 Watt drauf, lässt sich aber von den 10 Watt kaum unterscheiden. Aber von der Leistung her wichtig, dass wir hier die richtige Version einsetzen. Diese kleinen hier, die sind zum Beispiel für die Schalthebelkulisse-Beleuchtung. Und diese ganz großen hier, 10 Watt, sind für die Innenraumbeleuchtung. Die Einzelteile baue ich jetzt einmal zu einem ganzen Satz zusammen und kann so komplett am Fahrzeug dann montiert werden. Ich beginne jetzt damit, die Zuleitung für die Kennzeichenbeleuchtung einzufädeln.
Kennzeichenbeleuchtung ist jetzt drin. Ich setze jetzt die Gewindestifte ein. Im nächsten Schritt setze ich jetzt das Schloss wieder ein. Das Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung habe ich jetzt hier durch das Langloch geführt und jetzt muss die Gummiunterlage in der richtigen Nut auf dem Zierstab befestigt werden. Die Gummiunterlage ist etwas unwillig in ihrem Sitz auf dem Zierstab, deswegen habe ich die jetzt mal mit Klebeband fixiert und ein paar Tage liegen lassen, in der Hoffnung, dass sich das ein bisschen an diese Kontur anlegt. Das nehme ich jetzt mal runter und dann versuchen wir das Ganze mal ans Fahrzeug zu bauen. Die Gummiunterlage sitzt jetzt auf dem Zierstab vernünftig drauf und jetzt kann der Zierstab im Ganzen montiert werden. Der Zierstab ist jetzt fest verschraubt. Bevor ich die Kofferraumdichtung wieder einklebe, ziehe ich nochmal eben den Kabelanschluss für die Kennzeichenleuchten ein. Der nächste Schritt ist der Einbau der Schlossfalle. Die Schlossfunktion ist gegeben und auch die Beleuchtung von der Kennzeichenleuchte funktioniert. Jetzt klebe ich einmal zum Schutz nochmal den Zierstab ab, bevor ich dann den Kleber auftrage. Die Kofferraumdichtung ist jetzt wieder eingeklebt und als letzten Arbeitsschritt mache ich nochmal die Teppichleisten wieder dran und damit ist die Arbeit erledigt. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis denn. Tschüss.